Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das ist schon das 7. Brasilien-Video, das 7. Südamerika-Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich wollte noch mal sagen, wegen der Videolänge. Uns ist bewusst, dass manche Videos leider ein bisschen zu kurz geraten sind. Also 6 bis 9 Minuten ist uns selber zu kurz. Wir versuchen da jetzt so eine Länge einzupendeln zwischen 10 und 20 Minuten. Mal gucken, ob wir das schaffen. Auf jeden Fall kommen die neuen Videos, also die kürzeren Videos, deutlich besser an bei euch. Ja, die Absprungrate ist nicht mehr so hoch wie damals im Oktober 2025. Und wir bleiben erstmal dabei. Auf jeden Fall freuen wir uns über Likes und Kommentare. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt das gerne nach, denn unsere Reise geht weiter und es kommen noch ein paar Videos. Viel Spaß damit! Und wieder waren wir bei einem Hotel, wo es auch Buffet gab. Ja, wird langsam eintönig hier, aber es geht erstmal so weiter. Und wir fahren immer noch auf der SP 116 in Richtung Curitiba, sind jetzt nicht mehr so viele Kilometer. Ja, mal gucken. Wir sind hier an der Tankstelle und pumpen jetzt nochmal die Reifen auf. Da vorne ist die nächste Mautstation. Oh, mega anstrengend gerade, es geht leicht bergauf, eigentlich kein Problem, aber wir haben keinen Seitenstreifen mehr. Wir fahren jetzt auf der Straße mit den dicken LKWs und ja, viele sehen uns rechtzeitig, aber manche halt nicht oder haben halt keine Chance auszuholen und dann überholen die halt trotzdem irgendwie knapp. Das ist teilweise ganz schön gefährlich hier. Hoffentlich überleben wir das. An der nächsten Möglichkeit machen wir Pause. Wir sind jetzt hier an einem Rastplatz quasi. Hier sind richtig viele Obst- und Gemüsestände. Vor allen Dingen gibt es da richtig viel Bananen. Und hier ist gerade voll der coole Camper angehalten. Das ist ein richtig cooler Camper. Der Verkehr ist die Hölle, oder? Ja, und das, was Nico gerade aufgenommen hat, das war keine Timelapse. Das ist wirklich die Geschwindigkeit, in der hier die LKWs nacheinander kommen. Ja, aber nur an den Bergen, weil die ja selbst nicht können, aber... Ja, es ist auf jeden Fall anstrengend, wenn die ganzen LKWs sich so aufstauen und wir dazwischen sind. Dann ist es super anstrengend für uns, so zu fahren, dass wir nicht abgedrängt werden von den LKWs. Weil die wollen sich natürlich auch gegenseitig wieder einreihen, sich gegenseitig überholen, damit sie den Berg hochkommen. Und wir haben hier leider keinen Seitenstreifen, es gibt ja auch keinen Fußweg oder so. Und hier stehen sogar manchmal diese Achtung Fußgängerschilder, also hier laufen auch manchmal Fußgänger lang. Und dann frage ich mich, okay, warum unternehmen die nichts, damit mindestens die Fußgänger und so hier einigermaßen vernünftig lang gehen können? Ja, Parallelwege oder Parallelstraßen gibt es auch nicht. packed our bags and we hit the road. No looking back, we're in full control.
Bom dia! Bom dia! Wir haben es geschafft, die erste Wildcampingnacht hier in Brasilien. Yay! Ja, es war auch eher so notgedrungen. Eigentlich wollten wir zum nächsten Hotel, aber die Straße hier ist so scheiße. Und bis zum nächsten Hotel waren es ja irgendwie 60 Kilometer oder so. Und ja, wir hätten jetzt noch 40 fahren müssen. Es geht leicht bergauf. Eigentlich ist die Straße an sich sehr schön, aber ihr hört's, die LKWs, die sind das Problem. Das große Problem. Das gefährliche Problem. Wir hatten richtig schlechte Laune gestern, weil wir nicht zurück auf diese Straße wollten, wegen den LKWs. Ja, und irgendwann haben wir diesen Gang gefunden. Da hinten steht ein Häuschen, ist aber verlassen. Da ist eine Kette und ein Stuhl vor. Und das sieht so aus, als wenn hier niemand wohnt. Und dachten wir so, ja, okay, wir können es versuchen. Und bis jetzt war niemand da. Und wir haben einigermaßen gut geschlafen. Da steht das Zelt. Ist irgendwie so ein Wendehammer. Also wenn man hier mit einem Auto reinfährt, dann kann man hier wieder zurück und wieder vorwärts raus. Ja, da haben wir uns dann hingestellt, weil uns hier niemand vor der Straße aussieht. Hier können wir nicht ausgeraubt werden und hier scheint das auch relativ sicher vor irgendwelchen Tieren zu sein. Also wir hatten keinen Besuch von irgendwelchen giftigen oder gefährlichen Tieren. Und das ist die Hütte. Man sieht schon, da hängt Wäsche, also 2 Teile davon sehen relativ neu aus, obwohl das eine ist eine Plastiktüte. Aber der Rest sieht aus, als wenn das schon irgendwie 10 Jahre da auf der Wäscheleine hängt. Und da ist eine Kette, die geht durch die Wand und durch das Türschloss. Ja, und da ist dann ein Schloss dran. Also, ja. Sieht so aus, als wenn hier niemand wohnt. Ja, also wir haben hier ganz gut geschlafen. War ein bisschen ungewohnt erstmal. Ich habe auch heute Morgen irgendwie einen Vogel oder sowas gehört, wo ich mir nicht sicher war, was das für ein Vogel ist. Aber war ganz gut hier. Ist nur ein bisschen creepy mit dieser Hexe da hinten. Was meinst du mit Hexe? Also ich glaube, das sieht aus wie so eine Hexe, finde ich, diese Figur da hinten. Das ist keine Figur, das ist eine Wäscheleine. Ach, das ist eine Wäscheleine. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine Wäscheleine ist. Für mich sieht es ein bisschen aus wie eine Hexe. So, wir sind an der Straße. Da kommen unsere Gegner. Straße ist frei, wir können weiter. Boah Leute, wir haben es geschafft. Wir haben endlich wieder Seitenstreifen. Juhu! Oh, das fühlt sich deutlich sicherer an. Außer, naja, sowas. 1000 Reflektoren. Rutschgefahr ist hoch. Aber jetzt haben wir es. Unseren Seitenstreifen. Wir haben uns ein bisschen Sicherheit zurückgekämpft. Ja, das fühlt sich tatsächlich sicherer an jetzt. Auch wenn hier Schotter liegt und die Straße jetzt ein bisschen holprig ist. Aber immerhin eine Spur für uns. Noch 123 Kilometer bis nach Curitiba. So, wir sind bei der Lanchonette. Das bedeutet immer, dass es da Süßigkeiten gibt. Und wir wollen euch eins sagen. Wenn ihr mal in Südamerika unterwegs seid, egal ob mit Fahrrad oder mit Van oder Backpacking-mäßig oder so, lasst euch Sticker drucken. Die sind sehr beliebt hier. Auch auf Campingplätzen oder so gibt es irgendwie gefühlt immer so eine Stickerwand, wo man seinen Aufkleber lassen kann. Ja, hier findet man auch jede Menge Motorradfahrer. Hauptsächlich Motorradfahrer. Aber es wäre mal schön, wenn ein bisschen Abwechslung reinkommt, oder? So, es gibt wieder Buffet. Das ist mein Teller. Das ist Angacins Teller.
Einen guten Hunger, ne? Ja, dir auch. Ja, das läuft hier so. Am Eingang gibt es immer irgendwie so eine Plastikkarte. Die kriegt man vom Automaten, dann kann man durch die Schranke. Da kann man auch irgendwie das Essen drauf buchen oder die Getränke. Und dann muss man das nachher wieder beim Ausgang abgeben. Und vorher natürlich vorm Ausgang bezahlen. Ja, vorm Ausgang gibt es dann meistens noch irgendwie so einen kleinen Store, wo man Süßigkeiten, Wein und Getränke und sowas kaufen kann für den Weg. Sorry, das nervt ein bisschen, da läuft ein Fernseher. Naja, aber ist meistens recht günstig. So ein Buffet bringt Ann-Kathrin auf komische Ideen. Pommes mit Nudeln. Schmeckt? Ja. Ich glaube, Hopsi hat ein bisschen Angst vor Ann-Kathrins Fahrweise. Guckt mal, wie der sich bei Ann-Kathrin hinten festklammert. Und noch eine Mautstation. Zum Glück ist das für uns Fahrradfahrer kostenlos. So, wir haben es jetzt 16 Uhr, es sind noch 1,5 Stunden ungefähr Sonne. Dann sollten wir was gefunden haben. Wir waren hier gerade bei den Leuten, die dieses Grundstück gehören. Haben danach gefragt, ob man da zelten kann. Aber die haben uns empfohlen, weiterzufahren, weil da kommen 2 dieser Lanchorettes und da soll man angeblich irgendwie schlafen können. Mal gucken. Das Problem ist jetzt, Ann-Kathrin hat einen Platten. Jetzt müssen wir alles abmachen, das Rad ausbauen, den Schlauch einmal wechseln. Flicken tun wir den jetzt nicht. Das machen wir irgendwo, wenn wir ein Waschbecken haben und dann bauen wir den neuen ein und das ganze Gerümpel wieder dran und dann geht's weiter. So, Herausforderung ist gemeistert. Ann-Kathrin pumpt jetzt den neuen alten Schlauch auf. Also den haben wir schon mal benutzt. Da ist schon ein Flicken drauf, aber der sollte dicht sein. Ja. Dann kommen die Taschen wieder dran und dann geht's weiter. So Leute, wir haben was gefunden. Ist jetzt absolut nicht ideal, aber vielleicht rettet uns das Leben. Da ist die Autobahn und hier ist eine Hütte. Ja, leider ist die Hütte jetzt keine Möglichkeit, weil die benutzen denselben Schließmechanismus wie das andere Haus. Einmal durch die Wand und durch die Tür. Ja, ich habe schon unter der Matte geguckt, aber da ist kein Schlüssel. Und auch am Fenster oder so. Nirgends eine Spur von dem Schlüssel. Und jetzt sind wir hier hinter dieser schimmligen Wand und wollen jetzt hier irgendwie das Zelt aufbauen. Ann-Kathrin putzt schon ein bisschen. Sollte vielleicht reichen. Da so ein bisschen an die Wand. Dann sieht man uns auf jeden Fall nicht mehr von der Straße aus. Und ja, von der Gegenfahrbahn auch nicht. Müssen dann noch gucken mit den Fahrrädern, aber ja. Von Lanchonette war nichts zu sehen, ne? Nee, bis auf den, wo wir nachgefragt hatten, ne? Ja, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Wir waren noch an so einem großen Haltepunkt, wo ein Mechaniker war und irgendwie so 3, 4, 5 Privatwohnungen, aber die haben alle nicht so die Gärten hier. Ja, und ja, ansonsten kam auf jeden Fall weit und breit nichts. Und bei dieser Lanchoette, da waren noch so 2 Hunde. Der eine Hund hat mir auch schön ans Rad gepisst. Fand ich jetzt nicht so toll und der hat uns auch ein bisschen verfolgt. Der war ein bisschen komisch drauf. Haben wir uns nicht so wohl gefühlt, sind dann weitergefahren und dann mussten wir uns nochmal an den nächsten Berg hochkämpfen. Ja, und dann haben wir jetzt dieses alte, leerstehende Haus gefunden. Zelt steht. Bis morgen. Ihr könnt uns übrigens auch finanziell unterstützen bei unserer Reise. Wenn ihr mal 1, 2 Euro über habt oder ein bisschen mehr, könnt ihr uns das gerne schicken. Wir haben PayPal, wir haben die Kanalmitgliedschaft auf YouTube, wir haben die Postkartenaktion, wo wir euch Postkarten schicken. Oder wenn ihr gerade bei Amazon bestellen wollt, dann geht doch einfach über amazon.zweiaufrad.de. Das kostet euch nichts extra und bei uns bleiben ein paar Cent hängen. Bom dia! Kleines Update. Wir haben gut geschlafen in diesem
toten Winkel hier hinterm Haus. Ja, wir konnten aber trotzdem nicht so gut schlafen, weil es mitten in der Nacht einfach geregnet hat. Das war sehr laut auf der Plane. Kennen wir zwar schon, aber hat trotzdem genervt. Ja, und dann hatten wir halt noch ein bisschen Angst, dass doch irgendwer kommt. Und der Verkehr ist halt auch ziemlich laut. Ja, und ihr seht es vielleicht, wir stehen ein bisschen schräg. Ja, da rutscht man halt ein bisschen zur Tür. Jetzt haben wir den Salat. Ann-Kathrin hat schon wieder einen Platten. Keine Ahnung wieso. Den Mantel haben wir gestern abgeguckt oder abgefühlt. Und der Ersatzschlauch sollte eigentlich okay sein. Aber sie hat jetzt trotzdem Luft verloren. Naja, es entweicht aber wenig Luft anscheinend. Also kommen wir damit vielleicht noch ein paar Kilometer, bis wir erneut aufpumpen müssen. Wir haben den Übeltäter gefunden. Das war ein richtig dünner Draht, der da so reingepiekst war. In den Mantel. Den haben wir jetzt rausgezogen, haben da ein bisschen Pattex drauf geschmiert. Hoffen, dass das jetzt schnell trocknet und dass das die Ursache war. Ja, der Schlauch da drin wird trotzdem vielleicht ein Loch haben, ein kleines. Ja. Zur Not haben wir noch ein paar Schläuche, die man dann reinmachen kann. Ja, Ann-Kathrin muss jetzt noch mal ein bisschen nachpumpen, nach ungefähr 100, 200 Metern. Problem ist, wenn da nicht so viel Luft drin ist, dann fühlt sich das an wie so ein Luftkissenboot und dann schwingt das hin und her und dann denkt man, irgendwas hinten ist locker, ist aber gar nicht, ist nur zu wenig Luft im Reif. Ich habe jetzt gerade noch mal mit den Fingern geprüft und da ist richtig viel Luft schon auf einmal rausgegangen bei den paar Metern. Macht nicht so viel Sinn, jetzt immer wieder nachzupumpen. Ich mache jetzt alles wieder ab. Wir haben noch ein paar Ersatzschläuche, Gott sei Dank. Und ja, dann nochmal Schlauch wechseln, nochmal alles aufpumpen und dann kommen wir hoffentlich bis zu dem Hotel, das wir uns ausgesucht haben, damit ich heute Abend die beiden Schläuche reparieren kann, damit wir wieder Ersatzschläuche haben. So, Schlauch ist gewechselt. Ja, jetzt wieder alles ranmachen. Ja, das macht immer so viel Spaß. Nicht. Aber wir sind ganz stolz auf uns, weil wir haben es geschafft, das Hinterrad auf 4 Bar aufzupumpen. Das schaffen wir sonst selten, weil Ja. das ganz schön anstrengend ist, ne? Ja, aber haben wir auch nur hingekriegt, weil wir beide gepumpt haben. Diese Aussicht ist so halb schön, halb schrecklich. Also schrecklich, weil es da hinten wieder bergauf geht, nachdem es jetzt bergunter geht. Aber schaut mal rechts das Schild. Da ist ein Löffel mit der Gabel gekreuzt. 1 Kilometer Entfernung gibt es ein Restaurant oder so. Ich hoffe, das ist wieder Buffet, weil wir haben wieder voll Bock auf Buffet. So oft wie in Brasilien werden wir nie wieder hintereinander zum Buffet gehen, ey. Das ist so krass. Wir haben es jetzt auch schon 20 vor 1 und wir haben schon richtig Hunger. Da sind wir. Das ist das Restaurant. Und da sind auch schon ein paar LKWs. Die stehen ja meistens irgendwie an so einem Restaurant, weil die brauchen ja auch was zu essen. Aber es ist interessant, manchmal stehen da mehrere LKWs derselben Firma, also 2, 3, wo die Fahrer dann zusammen Mittagessen machen. Auch cool irgendwie. Ja, sind wir mal gespannt, was es da gibt. Hier wieder mit ganz viel Stickern. Und hier haben sie was für Kinder. Das sind so LKWs aus Plastik. Oder? Warte mal. Holz. Das sind Holz-LKWs. Richtig, richtig lecker. Und wir hatten da richtig gutes WLAN, kostenlos. Es war immer passwortgeschützt, aber die hängen das dann meistens irgendwo auf. An den Pfeilern, die da irgendwo zwischen den Tischen sind. Und ja, konnten wir da auch mal wieder online gehen, weil wir haben zwar die Claro-Karte, also
eine lokale SIM-Karte, aber der Empfang ist hier nicht so gut. Und das Gute bei solchen Restaurants ist dann meistens draußen noch irgendwie so ein Wasserhahn. Dann brauchen wir wenigstens für die Wasserflaschen kein Geld ausgeben. So Leute, wir sind an der großen Tankstelle und da oben ist unser Hotel und wir haben gerade eingecheckt oder sind am Einchecken. Wir haben jetzt für 2 Nächte 100 € bezahlt, also für Brasilien ist das ganz schön teuer, aber es sieht richtig, richtig sauber und modern da oben aus. Also die anderen Hotels, in denen wir die anderen Nächte waren, das ist kein Vergleich, das ist hier tipptopp. Ja, wir haben gerade nach einem Gepäckwagen gefragt und naja, eigentlich sehen die ja aus wie so halbe Einkaufswegen, aber diesmal ein bisschen anders. Wir haben das Ding bekommen. Naja, besser als nichts. Ann-Kathrin ist gerade noch mal oben, weil die hat ihren Fahrradschlüssel im Zimmer vergessen. Egal. Wir bringen jetzt alles hoch und dann dürfen wir die Fahrräder auch mit hochnehmen. Das Ding ist jetzt nur, wir müssen dann mit den Fahrrädern durch den Verkaufsraum von der Tankstelle, um zum Fahrstuhl zu gelangen. Aber na gut, ich hoffe, keiner meckert. Und das hier ist übrigens unser Hotelzimmer. Das haben wir jetzt für 2 Nächte gebucht und guckt mal, wer sich da schon reingelegt hat ins Bett. Der Hopsi, der hat nämlich sein eigenes Bett bekommen. Da freut er sich bestimmt. Und dann haben wir hier noch ein Doppelbett. Unsere Fahrräder stehen auch hier drin. Und ansonsten, da steht Nico, haben wir noch ein Badezimmer, eine große Dusche, Toilette und so, alles recht modern gehalten. So, wir haben gerade Wäsche weggebracht, ne? Ja, zum Wäschewaschen. Ein großer Sack, also eine große Einkaufstüte voller Wäsche. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen gestunken und dachten, ja, hier im Hotelzimmer könnte man das dann mit dem Scrubber Washback einmal waschen. Aber dann kam die Frage, wo hängen wir das hier auf? Naja, und als wir da reingegangen sind, haben wir eine Wäscherei entdeckt, ne? Ja. Ungewöhnlich für ein Hotel mit einer eigenen Wäscherei, wo man als Gast Wäsche abgeben kann. Ja, und dann wird die eben gewaschen und auch getrocknet und wenn man will, kann man die auch noch bügeln lassen. Ja. Also wir haben das Bügeln jetzt nicht mitgenommen, brauchen wir nicht bei unserer Kleidung, ist einfach unnötig. Ja, wir haben jetzt wie viel bezahlt? Knapp, ich glaube 66 und ein paar zerquetschte. Das sind irgendwie 11 €, ne? Ja, irgendwie so. Ja. Ist auf jeden Fall vollkommen okay, wenn man das mit Frankreich oder mit Spanien oder so vergleicht, wo wir ja nur für den Waschgang irgendwie 8 € oder so bezahlt haben und dann nochmal fürs Trocknen 6 € oder so. Richtig, ja. Und es gibt sogar noch einen Friseur hier drin. Also direkt hinter der Wäscherei ist noch ein Friseur. Und vor der Wäscherei ist ein kleines Fitnesscenter. Ist jetzt nichts für uns, aber auch irgendwie cool. Also top modernes Hotel hier.